Neue Woche und wieder mal Glück. Hier ist dein Markus aus Alanya, aus der Türkei. Schön, dass du reinschaltest und ich möchte mich vorab, bevor wir ins Video reingehen, bedanken bei über mittlerweile 6000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für eure Aktivität. Immer den Daumen nach oben da zu lassen, einen Kommentar und oft und sehr oft sogar werden Videos von mir geteilt. Also richtig, richtig klasse. Ein großes, großes Dankeschön. Und als Ziel für bis mindestens Ende des Jahres sind 10.000 Abonnenten und du kannst dazu beitragen. Dementsprechend, falls du es noch nicht getan hast, kannst du jetzt schon mal den Abo-Button drücken. Falls du schon das ein oder andere Video von mir gesehen hast, es vergessen hast, tu das gerne und somit unterstützt du auch diesen Kanal, den Algorithmus. Lass dem Video einen Daumen nach oben da und mehr. Und dann möchte ich einmal ein bisschen was erzählen von meinem heutigen spannenden Tag. Denn du wirst es mir nicht glauben, ich bin seit heute 8 Uhr morgens wach und seit 9 Uhr morgens außer Haus und bin jetzt gerade erst um ca. 19 Uhr türkische Zeit wieder zu Hause angekommen. Und was das für einen Hintergrund hat, hast du im Titel eventuell schon erahnen können. Ich möchte aber nochmal, bevor wir ganz reingehen ins Video, etwas sagen. Es ist sehr merkwürdig. Ja, Wettermanipulation hin oder her. Komischerweise, wir haben jetzt den 2. September, es ist Montag und seit gestern, 1. September, hat es angefangen, extreme Donnerwettergeschichten, Blitze, Donner, Regen. Hier oben war ein Waldbrand. Daraufhin, weil so viele Blitze waren, ist wohl ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr war am Start und der Regen, der heute war, innerhalb von ein paar Minuten hat es geschüttet. Mein Shirt, ich war unterwegs, war nicht mehr hellblau, sondern dunkelblau, war allerdings dann relativ schnell wieder trocken. Also die Temperaturen in Alanya, sie sind schon noch da. Aber es wird anscheinend jetzt in den nächsten Wochen wieder ein bisschen kühler, was auf jeden Fall für viele eine Freude sein kann. Und für mich persönlich auf jeden Fall. Denn das Wetter spielt eine extrem große Rolle und seit mittlerweile über 3,5 Jahren haben wir eigentlich durchgehend, außer vielleicht mal 20 Tage jetzt gehabt, insgesamt, oder lass es 30 Tage gewesen sein, wo es mal geregnet hat, gestürmt hat, grau und nass war und auch kühl hier in Alanya oder auch in Paraguay, in Südamerika, als wir im Winter dort waren. Aber letztendlich spielt das im Endeffekt keine Rolle, wenn du nicht so wetterfühlig bist. Ich habe früher immer gedacht, ey geil, leben, wo andere Urlaub machen, das ist geil. Heutzutage denke ich wirklich ein bisschen anders. Diese ganze Erfahrung, seit über 3,5 Jahren raus aus Deutschland, über 3 Jahre in der Türkei, hat einen geprägt und dementsprechend kommen auch Gedanken zu dem, was man vorher einfach nicht hatte. Spielst du mit den Gedanken in die Türkei oder sonst wohin auszuwandern? Hast du Kinder? Hast du eine Frau? Hast du natürlich auch die finanziellen Mittel? Dann ist das immer individuell zu betrachten. Und ich möchte jetzt zum Hauptthema kommen, warum ich heute so lange unterwegs war. Wir haben uns vor mittlerweile knapp 3 Jahren ein Auto, einen Neuwagen gekauft, einen Hyundai Tucson, und haben den jetzt heute verkauft. Wir haben diesen Wagen verkauft und ich will einmal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie das dazu kommt, beziehungsweise wie der Ablauf ist hier in der Türkei. Weil ich muss echt überlegen, wie ist das in Deutschland nochmal gewesen? Mit Kaufvertrag, glaube ich, und so, auf Sicher- und Geldüberweisung, dann passt das auch. Sehr cool. Hier in der Türkei ist das nochmal ein bisschen anders. Hier in der Türkei ist das so, dass du einen Wagen, also anscheinend offiziell, nur verkaufen kannst, wenn der TÜV vorhanden ist, beziehungsweise ja, kurz vor Ablauf noch am Start ist. Ja, unser TÜV, komischerweise war, unser TÜV in dem Fall war sogar schon abgelaufen, zum Glück nur ein paar Tage. Ich habe den Gedanken gehabt, einen Neuwagen nur alle 3 Jahre. Dabei sind es nicht ganz 3 Jahre, sondern nur 2 Jahre und 10 Monate. Also ist der TÜV dann haltbar für einen Neuwagen. Schau aber auch gerne in deiner Rußkart, heißt das Ganze, oder Ruska. In diesem Fahrzeugschein steht das drinne, wie lange dein TÜV haltbar ist. Bei dem Neufahrzeug steht das in diesem Schein drinne. Das haben wir dann letztendlich gemacht. Waren ca. 2200 Tele, also nicht wirklich die Welt, so 60, 65 Euro für einen TÜV. Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung in Konakle, also wirklich sehr entspannt. TÜV Türk in Konakle könnt ihr eingeben, werdet ihr finden. Und dann dachte ich, geht das relativ schnell, weil erst wenn die Kohle auf dem Konto ist oder auf dem Tisch liegt, dann geht man zum Notar und dann geht's los. Ja, und dann ist das eigentlich eine relativ coole Sache. Da war es bei uns aber das Problem, dass die Käufer
Die waren übrigens Mann und Frau, beide bei der Polizei bzw. Gendarme, anscheinend gut kreditwürdig und konnten dann dementsprechend in Tele das Geld mit mehreren Überweisungen von mehreren Banken überweisen und die Gesamtsumme war am Start. Jetzt liegt es an uns, dass wir, was man natürlich mit so einem Geld macht, man kann es anlegen, 48% Zinsen generieren oder eben man wechselt das Geld relativ schnell zu einem guten Kurs um. Und da habe ich mal geguckt und das ist wirklich ein Tipp von mir jetzt für euch. Also, ich kann nur das sagen, was ich jetzt die Erfahrung gemacht habe. Wenn ich jetzt von meiner Sirad-Bank diese Summe wechseln möchte, dann habe ich circa vom Internetwechselkurs circa 1200 Euro Verlust. Wenn ich jetzt aber in eine Wechselstube gehe, durch einen Kontakt, den wir mittlerweile aufgebaut haben, habe ich da eigentlich kaum mehr Wertverlust. Also kann das von Vorteil sein, auch hier Kontakte zu haben. Ja? Und als das dann nach wirklich vielen, vielen Stunden am Start war und dazwischen sogar noch die Expertise gemacht worden ist, das bedeutet, es wurde ein Gutachten erstellt von dem Wagen, war es dann klar und dann sind wir um 10 vor 5 Ortszeit beim Notar in Mammutlar gewesen und der eigentlich nur bis 5 Uhr arbeitet, aber durch den Kontakt, Gendarme, Polizei, die regeln das schon irgendwie alles so, hat das dann funktioniert und dann saßen wir da nochmal vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann war der Verkauf rechtskräftig sozusagen und dementsprechend erst mit dem Notarkauf, ja, also mit dem Notar, wenn du kaufst ein Auto, mit dem Notar ist es gültig, rechtskräftig, ist es dein Fahrzeug oder eben wenn du verkaufst, auch mit dem Notar ist es auch rechtskräftig. Und da gleichzeitig ein wichtiger Tipp von mir, falls du ein Auto in der Türkei kaufen solltest, nicht direkt vom Händler, von einem Markennamen sozusagen, dann solltest du auf jeden Fall dir auch unabhängig davon immer eine Expertise machen lassen, einen Gutachtertermin, wo du dann quasi von deinem Gutachter, nicht von dem Gutachter des Verkäufers, sondern deinen Gutachter, deiner Expertise quasi einen Termin machst, auf deine Kosten das Ganze checken lässt. Das waren jetzt bei ihm ca. 6.000 Tele, das sind 145 Euro oder sowas, also ist nicht wenig, aber er kauft natürlich dann nicht die Katze im Sack, sondern er weiß, was er hat. Und bei uns, wir waren immer bei Hyundai natürlich, ganz klar, immer Inspektion, alles gemacht, noch über 2 Jahre Garantie, dann ist das eine gute Sache und dann passt das auch. Ja? So, jetzt sind wir da wunschlos glücklich und jetzt ist es super. Genau. Jetzt muss man natürlich schauen, wie es bei uns weitergeht. Wir haben ja noch unseren Roller, beziehungsweise haben auch einen zweiten Roller jetzt aktuell von meinem Schwager sozusagen und nutzen erstmal das und dann schauen wir mal weiter. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht bei uns, ob es in der Türkei bleibt, ob es nach Dubai geht, nach Paraguay zurück oder nach Deutschland zurück, solltest du unbedingt dranbleiben. Und du kannst ja auch gerne mal reinschreiben, was deine Spekulation ist, was die nächsten Schritte für uns sind. Nichtsdestotrotz, so ist das mit einem Autoverkauf. Natürlich ganz klar, wir sind so ein bisschen traurig, so, wobei ich immer ganz entspannt bin. Das sind einfach materielle Dinge, Nutzfahrzeuge, Gebrauchtgegenstände. Und genau, haben jetzt die erste Fahrt wieder mal mit einem Taxi gemacht seit langem. Das ist eigentlich genauso, wie es Mitte 2021, der Anfang von unserer Einreise in der Türkei, wie es dann angefangen hat. Ja, also es ist wirklich ganz krass. Und ja, schauen wir einfach mal weiter. Also bleibt unbedingt dran. Freue mich auf dein Feedback und bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und auch hier nochmal der Hinweis, ganz klar, du kannst hier diesen Kanal auch weiterhin kostenlos unterstützen, indem du natürlich einen Daumen nach oben da lässt, deine Meinung dazu, den Kanal weiter teilst, abonnierst, die Glocke aktivierst sozusagen und kein Video mehr verpasst. Und natürlich kannst du dich selber auch unterstützen, indem du das Ganze tust und aber auch gerne bei iTransform bei uns einfach reinschaust. Siehe den Link in der Videobeschreibung. Dort kommst du zu iTransform, unserer eigenen Marke von Nahrungsergänzungsmitteln, hochwertig, hohe Qualität, Reinsubstanzen ohne Zusätze, ohne Zucker, überwiegend vegane Produkte und dementsprechend richtig cool. Das sind alles Sachen, die wir für unsere Gesundheit tun.
Alles Sachen, die wir unseren Kindern auch geben, sogar teilweise unseren Kugi. Und dementsprechend fühlen wir uns in bester Gesundheit. Wenn du auch ein cooles Outfit brauchst, jetzt kommt der Winter oder der Herbst in Deutschland oder auch hier in der Türkei, hol dir einen coolen Hoodie mit dem goldenen Schwert oder eben auch einen Tanktop, was du ebenso brauchst für jede Jahreszeit. Dementsprechend viel Spaß, bleib gesund und munter, freue mich von euch zu hören und alles Gute weiterhin. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Markus aus Alanya.